Hallo ihr Lieben, im heutigen Video geht es um Embellishment. Ich erkläre euch, was das ist und wie man es machen kann, und am Ende kommt sowas raus, so ein Tag, der da oben verziert ist mit so ein bisschen Gebamsel dran. Ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe wir sehen uns gleich. So, hallo ihr Lieben. Ja, jetzt geht's los. Und zwar, ich darf heute wieder was machen fürs Design-Team-Projekt von der Barbara. Vor den Dragonflies, und die Barbara, da war ich in ihrem Shop, habe ich so ein bisschen drin rumgestöbert, und sie hat viele neue Sachen in ihrem Shop, und da sind mir diese Briefmarke hier direkt ins Auge gefallen, und diese Tickets, ihr wisst ja, diese Tickets, die habe ich ja. Ja, das sind schon welche, das sind die alte Schätzele. Da habe ich ja so einen Ephemera-Holder mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, den hier, wo man die rausholen kann. Und ich liebe die über alles. Und jetzt hat sie diese Tickets oder nochmal so andere nochmal neu aufgelegt und hat so ein bisschen was drauf gemacht. Und Briefmarke. So. Und heute geht es eben um Embellishment. Und Embellishment, das ist einfach das Wort. Übersetzt heißt es Verzierung. Verzierung von egal was. Also in unserem Fall natürlich, wir tun es Junk Journal verzieren oder halt auch wie hier ein Tag verzieren. Alles, was ihr verzieren könnt. Also wenn ihr zum Beispiel näht, irgendwelche Kleidung euch näht, dann ist zum Beispiel ein Stück Spitze irgendwo auch eine Verzierung. Das ist auch Embellishment. Und bei uns im Junk Journal ist so was Kleines, was man irgendwo hinhängen kann, wo man dann eine Seite interessanter mitmacht. Das ist auch eine Verzierung. Ich würde sogar sagen, fast da gehört auch so ein Tag dazu, weil der Tag, der ist ja auch irgendwas Besonderes und der kommt dann wieder ins Junk Journal rein. Also Embellishment ist alles, mit was ihr euer Junk Journal einfach ein bisschen besonderer machen könnt, ein bisschen verzieren könnt. Genau. Und heute wollen wir jetzt sowas machen in der Art. Wir sehen hier, ich habe hier, also ich habe es mit so einem Tag gemacht. Also das ist wieder das Probestückle. Ihr wisst ja, ich mache gern erstmal so Probestückle für mich im stille Kämmerlein, und dann weiß ich, in welche Richtung dann das Video gehen soll. Und das möchte ich das gleiche machen, quasi mit den Sachen, aber diesmal mit einer Briefmarke und auch mit den Tickets. Und das gleiche Prinzip geht natürlich auch mit solchen Wörtern. Und seht ihr, das sieht halt dann so aus. Das sind dann die kleinen Dinger da, und die kann man auch überall hinhängen. Finde ich eine super Sache. Das ist alles, das sind Verzierungen. Die kann man nicht nur, wir kennen das ja so, dass man es ausschneidet, irgendwo hinklebe, aber man kann es auch irgendwo so hinhängen. Barbara hat auch in ihrem Shop diese alte Milchkappe, so heißt es, so Antik-Milchkappe. Jetzt muss ich gerade mal gucken mit dem Licht. Naja, das gibt halt jetzt ein bisschen einen Schatten. Moment, jetzt muss ich das probieren. Das ist besser. Das habe ich mir etwas dunkler gemacht. Jetzt habt ihr nicht so einen arger Schatten. Ja, das sind so antike Milchkappe. Die fand ich schon immer toll. Die habe ich schon länger bei ihr mal gekauft. Und mit denen kann man das natürlich auch machen. Die kann man genauso benutzen und dann ausschneiden und dann irgendwo hinhängen. Und dann hat sie noch ein ganz tolles Hintergrundpapier gemacht. Das ist so mit Kaffee gefärbt, und ich glaube, sie hat mit Aquarellfarbe was gemacht, und wie es aussieht, irgendwie mit einer Schablone oder so geschafft. Und ja, das ist jetzt eine Seite. Ich blende euch da die andere Seite noch dazu ein. Die Seite benutze ich, um zum Beispiel den Tag. Das ist, also da ist auch so eine Seite drauf. Eine andere von der Hintergrundseite, und das habe ich als Hintergrund tatsächlich benutzt auf diesem Tag. Ne? Und so geht's los. Da habe ich die Briefmarke noch mal in Querformat ausgedruckt, damit sie ein bisschen kleiner sind. Und jetzt würde ich sagen, ich zeige euch direkt, wie es losgeht. Da habe ich schon mal was vorbereitet, und zwar, ich habe ja von der Uta diese ganz tolle Text bekommen. Bin ich froh, dass ich die habe, Uta. Ich bin echt so froh. Ja, und die habe ich einfach
mit meinem italienischen Kleber auf dieses Hintergrundpapier draufgeklebt, sodass die auch ein bisschen stabiler wäre. Und dann bin ich, das habe ich gestern gemacht, mit der Nähmaschine wild drumrum. Ihr seht, wirklich krumm und wild und schief, aber das ist egal. Für mich ist das perfekt so. Und da machen wir später was draus. Das ist schon mal vorbereitet. Sowas könnt ihr ja auch vorbereiten euch. Vielleicht habt ihr auch andere Text oder anderes Papier. Das ist euch überlassen. So, und diese Schätzele, die wollen wir jetzt mal so was Ähnliches in der Art machen. Und es braucht ein wenig Vorbereitung. Das sage ich euch jetzt mal direkt. Darum legen wir jetzt direkt mal so ein Papier hierher. Also ich habe es ausgedruckt auf 160 Gramm schweres Papier. Und was wir dann nehmen, muss man gerade meinen Pinseldrucker machen. Ich nehme wieder mein grünes Tüpfle. Und wie ihr wisst, das Ding ist immer noch ziemlich voll. Ich mache es mit diesem Art Pot-Schleim, der ist glänzend. Darum glänzt es halt so, was ich hier gemacht habe. Ne? Ihr könnt es aber genauso gut mit einem Matt-Medium machen oder so. Also irgendwas halt, was euch die Oberfläche versiegelt. In dem Fall finde ich sogar toll, dass es glänzt, weil das ist für mich jetzt hier so ein Hingucker. Also das gleiche erzielt man ja, wenn man zum Beispiel mit Embossing-Pulver hinter drüber geht. Das sieht dann hinter genauso aus. Das könnt ihr auch machen. Und es geht halt auch darum, diese Oberfläche quasi zu schützen und dicht zu machen. Und darum, ich habe jetzt das ganz normal ausgedruckt und ich gehe da mit einer dünnen Schicht drüber, sodass mir nicht diese Farbe sich auflöst. Ja, genau. Und da sehen wir es jetzt ganz genau. Also es ist wichtig, das kann ich euch als kleiner Tipp mitgeben, dass ihr einen Pinsel nehmt, der weich ist. Also keiner, der schon so uralt ist und solche Rille verursacht, sondern ein weicher Pinsel. Dann habt ihr eine ganz tolle Oberfläche. Ja, und hier, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch noch in eurem Vorrat habt. Das sind so dicke Tags mit so einem Papier drauf. Und die benutze ich gar nicht. Darum habe ich die obere Oberfläche abgezogen, weil die Pappe drunter, die möchte ich benutzen. Die nehme ich als Grundlage für meine schon bestrichene und jetzt schon getrocknete Tags. Die habe ich ausgeschnitten und jetzt klebe ich die auf diese vorbereitete Pappe. Wieder mit meinem Serviette-Lack oder Serviette-Kleber. Ja, also da müssen halt ein bisschen so Tetris spielen, dass ihr so viel wie möglich da drauf kriegt. Das, was ihr da sehen, das ist einfach von einem, die Pappe da, die ist von einem normalen, so ein Block von Action war das, mit so Dekopapier. Das könnt ihr auch nehmen, dann ist es halt nicht ganz so dick. Und am Schluss habe ich jetzt noch mal eine Schicht oben drüber gegeben von dem Leim. Also da sind schon einige Schichten drauf. Da ziehe ich noch mal so ein Papier ab. Bei manchen geht es ein bisschen besser, bei anderen ein bisschen schwieriger. Und denn der Trick ist mir dann irgendwann ja, eingefallen mit Backpapier. Backpapier hat ja Gott sei Dank von Natur aus die Eigenschaft, antihaftbeschichtet zu sein, was jetzt da sehr förderlich ist, weil da kann man das gut festdrücken, ohne dass es euch an den Finger hängen bleibt. Und so habe ich das schön festgedrückt, diese Tags auf der Pappe. Und jetzt bin ich noch mal drüber. Also wie gesagt, machen wir da eine Geschichte drauf. Ihr habt Zeit. Ich habe das mir auch immer auf die Seite gelegt. Ich habe einige gemacht, einige vorbereitet. Aber ihr macht euch halt die Arbeit einmal. Also da tun wir halt noch ein paar Stunden investieren. Und dann habt ihr quasi einen Vorrat. Und der reicht euch dann auch eine Weile, der Vorrat. Und so habe ich das da auch gemacht. Also ich habe da einen richtiger schöner Abend mit verbracht. Und habe das, ja, es trocknet, muss ich sagen, trotz allem relativ schnell. Also ich konnte es wirklich an einem Abend durchschaffen. Ja, und das sehen wir meine, ist ein bisschen peinlich, diese Nagelfeile. Ich habe die geschenkt gekriegt von der Melina. Naja, ich habe dann gedacht, fürs Basteln ist okay. Also wenn da was übersteht, können wir das ein bisschen abfeilen. Und die Barbara hat in ihre Tickets, das sind so wie Löcher, also ein Ticket wird ja so gelocht und darum sind da auch solche Löcher vorgegeben. Und die tue ich auch tatsächlich vorstanzen, dass es ein bisschen echt aussieht wie ein gelochtes Ticket.
natürlich war in meinem Krokodil so ein bisschen so, da oben müssen wir manchmal das Loch ein bisschen freiräumen, wenn da noch so Abfall drin ist vom Mal davor. Jetzt kann man da durchgucken. Das ist so ein bisschen so das Zielrohr. Ja, und da habe ich jetzt alle meine Dinger da gelocht. Da war ich eine Weile beschäftigt. Ich habe da ein bisschen was zusammengeschnitten im Video. Und die kleine Briefmarke, wenn ihr ein kleineres Loch machen wollt, dann machen wir das Loch einfach mit eurem Piekserle. Das geht natürlich auch, gell? Weil, ja. Ja, und da habe ich jetzt so, das sind meine Öse drin. Also, ich habe halt nun mal das Krokodil und ich finde auch solche kleine Öse einfach, ja, mir gefällt es halt, muss ich sagen. Und darum habe ich mir jetzt da welche zurechtgelegt. Und die drücke ich jetzt da in das vorgebohrte Loch. Und das Krokodil wird mir jetzt gleich helfen, die Öse da drin festzumachen. Und ich sage immer Krokodil, Crocodile heißt das Ding. Und es hat da oben so eine Verstellung. Ich habe das jetzt gedreht, um euch das zu zeigen. Das hat eine dicke Seite, also ein dicker Stift kommt daraus und auf der anderen Seite ein dünner. Und wenn ihr dünne Öse habt, dann nehmen wir noch die dünne Seite. Und die schöne Seite von der Öse, die wird quasi auf den Stift gesteckt. Ja, und dann drücke noch zu und dann ist das Ding perfekt. Hinter sieht es natürlich nicht so schön aus, aber das ist normal, so sollte es sein. Nur vorne soll es schön aussehen. Und auch an diese kleine Sprüchle habe ich das auch hingemacht, weil die will ich ja irgendwo mal hinhängen. Die sind jetzt nicht mit zum Klebe gedacht, kann man auch, aber ich habe sie gedacht, um sie irgendwann mal wohin zu hängen. Das darf natürlich nicht fehlen, da kennen wir mich ja, das passiert ja in jedem Video, habe ich immer noch, das ist immer noch mein erstes, gell? Und ich bin seit einem Jahr jetzt da dabei. Immer noch meine erste Distress Ink und funktioniert tatsächlich noch. Ich bin da ja total glücklich mit. Und wenn ich mal merke, da kommt nichts mehr, werde ich mir so ein Nachfüllfläschle mal besorgen, weil das kann man so viel ich weiß nachfüllen. Ja. Ja, und oh je, wie ich den Vater lieb von meiner Oma, von dem Häusle. Ich glaube, ich hänge da richtig dran. Und ich benutze ihn, wie ich letztes gesagt habe, fast in jedem Video. Ich finde ihn richtig dekorativ, richtig toll. Ja, und wenn ihr kein Krokodil habt, dann ist das eure Art, sowas aufzuhängen. Mit einem schönen Faden habe ich da jetzt einfach mir ein Stück abgeschnitten, habe einen kleinen Knoten drauf gemacht. Und jetzt benutze ich wieder meinen Lack und Leim. Ich meine, das ist ja tatsächlich Lack und Leim. Also ja, wie das Wort schon sagt, ihr könnt da alles mitmachen. Und dann nehme ich jetzt von der Barbara das Hintergrundpapier und jetzt klebe ich mir den Faden hinten drauf und das Ganze beklebe ich dann mit dem Stückle Papier. Das der Faden, das hat halt zwei Funktionen. Es sieht erstens von hinten hübscher aus und der Faden wird halt gut festgehalten. Und jetzt schneide ich außenrum die überschüssige Ränder weg. Da sind wir ein bisschen vorsichtig, dass ihr euch den Faden nicht mit durchschneidet. Dann wäre es natürlich nicht so geschickt gewesen. Und so habe ich da auch ein paar vorbereitet. Also wie gesagt, das ist die Alternative. Wenn man sich keine Öse reinhauen will, das geht auch so ganz toll und sieht auch noch hübsch aus. Je nachdem, wie das Fädele aussieht. Ja, das sind jetzt schon mal so eine kleine Runde, wie es gerade der Zustand jetzt gerade im Moment gehabt hat. Und da habe ich gedacht, ja, sehen ja schon nicht schlecht aus, aber ihr kennt ja Susannchen, der fällt da noch ein bisschen mehr ein. Und ich habe halt auch so viele Sachen und ja, die Nacht war noch nicht so lang fortgeschritten und ja, von so her habe ich dann einfach gedacht, jetzt gucken wir mal, was mir noch so alles einfällt. Und habe ich mein altes Tellerle da mal gefüllt mit so ein paar kleine Perlen und Paillette und Knöpfle, was ich so gefunden habe. Und der Faden, den ihr da seht, den gelben Faden, der ist tatsächlich noch von der alten Dame. Das war in so einer Dose drin von ihr. Und der ist total reißfest. Ich habe das probiert. Und diese kleine Perlenstücke, das, was ich da euch gerade gezeigt habe, da hatte ich mal so eine Kette, wenn man so eine Lesebrille hat. Nur habe ich das nie benutzt. Und jetzt habe ich mir die Kette einfach auseinandergeschnitten und habe da halt solche 3 Perlen dann direkt schon aneinander gekettet gehabt. Und jetzt mache ich die einfach mit dem gelben Fädele an der Öse fest. Also so. Und habe dann noch ein paar Sachen ein bisschen aufgefädelt.
es geht jetzt einfach darum, dass ihr ein bisschen so einen Hingucker noch macht. Wissen ihr, was ich meine? Also wir wollen ja etwas verzieren und ich finde, das geht ganz gut einfach mit den Sachen, die ihr auch mit Sicherheit irgendwo in der Schublade habt. Jeder hat irgendwo ein paar Perlen rumfahren oder da ist so ein kleiner Metallbuchstabe noch dabei. Da habe ich alles Mögliche einfach mit aufgefädelt und habe das mit dem gelben Faden, extra mit dem gelben Faden, dass der ein bisschen auch auffällt, der mit Dekoration, habe ich das da hingehängt. Und ich lasse es extra auch seitlich so runterhängen. Hinter, jetzt gucke ich mal, wie es so hängt. Und hinter habe ich jetzt mir überlegt, ich tue die Fädele jetzt ein bisschen festmachen. Und zwar mit einem ganz normalen, mit meinem U-Stift, gehe ich da drüber und dann nehme ich ein Stück Papier, ganz normales, helles Stück Papier und klebe das da drüber. Und so hätte er auch den Faden nochmal gesichert. Und er bleibt auch vor allem da so seitlich hängen. Also mir hat es halt gefallen, dass es so seitlich runtergehängt ist und das wollte ich, dass es so bleibt. Genau, und so habe ich das gesichert hinter. Und ja, und dann hatte ich noch so ein kleines hübsches Stempel und das drucke ich jetzt einfach mit so einem grünen Stempelkissen auf. Einfach, dass hinten ein bisschen was dekoriert ist und vorne ist ja sowieso was los. Und je nachdem, wenn es an einem Journal baumelt, das könnt ihr auch außer am Journal an eure Seite hinhängen, kann sich das rumdrehen, dann sieht es von hinten auch noch ganz nett aus. Ja, und so bin ich jetzt da eine Weile, also könnt ihr euch ja vorstellen, ich habe da schon einiges vor mir gehabt. Ja, das ist eine schöne Beschäftigung. Da habe ich jetzt auch so eine Stoffblüte mit rein gemacht und ein paar Perlen aufgefädelt. Und da zeige ich euch jetzt gerade, also stört euch nicht an meinem Finger, das ist die Distressfarbe. Also das ist furchtbar. Wenn ich es immer hinter im Video sehe, denke ich immer, mein Gott, wie sieht das aus? Aber Leute, wenn ich Bastler bin, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich tue schon öfters mal meine Hände abputzen, aber manchmal vergisst man das einfach, gell? Da ist man so im Element und macht weiter und weiter und weiter und denkt gar nicht dran, wie es aussieht. Aber ja, ihr müsst da nicht auf Kamera mitlaufen lassen, ich sollte vielleicht öfters mal dran denken. Naja, da mache ich jetzt wieder Knoten drauf. Das ist so ein bisschen mit so dünnem Faden gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, aber ich habe es hingekriegt. Brauchen halt einfach ein bisschen Geduld, gell? Aber wir haben ja Zeit. Das ist ja das. Man kann ja sich das einteilen, wie man Zeit hat. Wenn man mal eine Pause machen muss, macht man eine Pause dazwischen. Und, oder macht mal was anderes oder so. Und das rennt einem ja nicht davon. Also ich kann es Gott sei Dank liegen lassen. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich hier meine Bastelecke habe. Ich kann alles stehen liegen lassen und kann mal zwischendurch was anderes machen. Ja, und da habe ich jetzt so ein Ballpin heißt es, also eine Sicherheitsnadel mit so einem Bäuchle unter dran. Da könnt ihr nämlich an das Bäuchle auch noch direkt ein bisschen Perle dranhängen. Und dann, das ist dann eure Befestigung, wenn das dann später irgendwo hingehängt wird. Genau. Also so habe ich mir das mal vorgestellt. Ob ich das tatsächlich so dann tatsächlich wo hinhänge oder eine andere Sicherheitsnadel nehme, das weiß ich jetzt noch nicht. Und ein Stückchen Stoff dürft auch mitmachen. Also das ist wieder so eine Art Resteverwertung. Ja, vom Feinsten. Da könnt ihr alles wieder mitverwerten. Ich zeige euch jetzt einfach nur ein paar Beispiele, wie ich es gemacht habe. Und euch fällt da ganz sicher noch ganz viel ein, wie man solche Sachen dann noch ein bisschen verschönern kann. Genau. Also ich habe den Stoff so Ziehharmonika-artig aufgefädelt, sage ich jetzt mal, auf den Faden. Und ja, da habe ich so, das habe ich mir auch mal bei Amazon gekauft. Das ist Kürzer Schmuckherstellung, das war nicht teuer, muss ich sagen. Da gibt es so Öse und Karabinerware da drin, das war direkt hinten in so einem Sortierkästle drin. Und da habe ich mir jetzt, da nähe ich mir jetzt einfach so eine Öse schon mal mit an mein kleines Mini-Dingeldangel. Und später tue ich da einen Karabinerhaken dran machen. Und dann könnt ihr so ein Ticket direkt irgendwo mit so einem Karabinerhaken, mit so einem kleinen Karabinerhaken irgendwo hinhängen.
Weil da habe ich mich erinnert, das habe ich auch noch in einem Schublädchen. Da habe ich gedacht, jetzt probierst du das mal direkt. Und ich gehe mit meinem Vater, wie ihr das sehen, wieder von oben komplett durch nach ganz unten, wo ich angefangen habe. Und unten habe ich angefangen mit einem kleinen Knopf. Da gehe ich jetzt auch wieder raus. Also ich habe erst quasi den Knopf wie angenäht an den Faden und dann habe ich da die Perle und alles aufgefädelt. Am Schluss den Stoff, dann die Öse und dann gehe ich von oben wieder ganz zurück und knote da unten meine ganze Sache jetzt fest. Und das da unten, das wird dann abgeschnitten, das gelbe Fädele, und das kann da auch noch hängen bleiben. Das ist wieder Dekoration. Ihr wisst Bescheid. Jetzt haben wir da das kleine Schätzele fast fertig. Jetzt suche ich gerade aus meinem Vorrat diese kleine Karabiner. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Da müssen wir die Öse jetzt aufbiegen. Und zwar nicht auseinander, nicht nach rechts oder nach links, sondern so nach vorne und hinten. Verstehen Sie, was ich meine? Also die rechte Zange war jetzt gerade nicht die geschickteste Zange. Ich habe meine andere gerade nicht gefunden. Also ihr biegt es so, ja, so, ja, wie ihr es da seht, so ein bisschen von vorne nach hinten auf. Dann tun wir alles einfädeln, was ihr einfädeln wollt. Der Karabinerhaken kommt auch noch mit rein. Und dann biege ich das wieder zu. Und dann sollte das fest sein. So, also vielleicht habt ihr ja auch sowas in eure Vorräte oder noch von, wenn ihr früher mal Schmuck gebastelt habt, habt ihr vielleicht sowas noch übrig. Und dann könnt ihr das da auch ganz super mit verwenden. So. Und jetzt haben wir das auch fertig. Also jedes, das sind individuelle quasi Anhängerle. Das sieht jedes anders aus. Ihr müsst es auch nicht an ein Junk Journal hängen. Um Gottes Willen, ihr könnt es an ein Geschenkle hinmachen. Irgendwas fällt euch da mit Sicherheit ein. Und jetzt, ja, das sind die Milchkäpple. Und da habe ich jetzt, wie in dem letzten Video, wenn ihr das kennt von mir, wo ich da ein bisschen meinen Frust abgebaut habe, ich verlinke es euch wahrscheinlich jetzt dann auch noch, da habe ich diese kleine Sternle da benutzt und habe die doch in diese Portion Lack und Leim reingeschmissen. Und das habe ich mich noch daran erinnert, dass es eigentlich ganz gut rauskommt. Und dann habe ich das da auch gemacht. Das muss trocknen natürlich, das sieht man jetzt noch nicht so richtig, aber da zeige ich euch nochmal. Da müssen wir noch eine ordentliche Portion von dem Leim hinmachen. Das trocknet dann durchsichtig weg, das sehen wir dann nicht mehr. Und die kleine Sternle, also ich habe die, glaube ich, mal ich meine, die gab es mal bei Kik. Kik? Ja, ich glaube Kik. Gab es die mal in so einem 6er-Pack und ich habe die überhaupt nicht benutzt. Also ich habe die ewig jetzt im Schrank liegen gehabt und habe immer gedacht, um Gottes Willen, was machst du mit dem kleinen scheiß Dreckle da? Und jetzt benutze ich die halt. Das ist so ähnlich wie mit meiner großen Flasche Lack und Leim. Das muss benutzt werden. Wenn ihr euch so Sachen kauft, überlegt euch, wie ihr das auch dann benutzen könnt. Da seht ihr, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Ist halt einfach. Das fühlt sich toll an. Man fasst dahin. Das ist natürlich so erhaben. Es fällt euch nicht mehr weg. Das ist wirklich da richtig reingebrannt. Und ist nochmal so, ja, weil das halt so glitzert und so. Guckt man nochmal zweimal hin und denkt, oh, was ist denn da los? Ja, also im Moment gefällt mir sowas. Ich weiß, ich kann es euch nicht sagen. Am Anfang hat mir das sowas gar nicht so gefallen, so ein bisschen Glitzer und auch rosa und so. Aber jetzt, warum nicht? Warum nicht? Mache einfach, was euch gefällt. Also, das kann man ja in jeder Farbe machen, gell? Also, das sind ja nur Beispiele. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und das ist auch gut so. Sonst wird alles gleich aussehen und das muss ja nicht sein. Ja, ich habe das, was ihr da seht, das Holz, das ist die Rückseite vom Pinsel übrigens. Weil ich hatte keine Pinzette jetzt dafür da. Ja, jetzt machen wir mal so einen Schwenk, ein kleiner über den Schreibtisch. Die kleinen Fläschle, die sind wirklich klein. Und das sehen wir mal, ja, wie weit es bis jetzt gegangen ist. Und so sehen die Sachen aus. Also es macht wahnsinnig Spaß, muss ich euch sagen. Also, ja. Und ich könnte wetten, da kommen euch noch ganz viele andere Ideen. Das ist wirklich vielfältig, mit was man das verschönern kann. Da gehe ich jetzt an so ein,
an so einen Spruch dran. Das habe ich euch auch letztens gezeigt. Ich habe immer so Verbandsmull, das tue ich mir immer einfärben. Diesmal halt mit so grüne Farbe. Das nächste Mal kann es mit rosa sein oder lila oder keine Ahnung. Das liegt bei mir immer am Schreibtisch und wenn es dann mal Zeit wird, das zu benutzen, dann benutze ich das einfach. Und da habe ich das da oben hingehängt. Ich muss jetzt zugeben, das ist schon ein bisschen viel Stoff, aber wir können alle mit einer Schere umgehen, das kann man sich später dann zurechtschneiden, das was einem einfach zu groß dann vorkommt. Spielen wir ein bisschen Friseur, das macht gar nichts. Aber es ist schon wieder was, ja, ist da oben was passiert und so sehen die Sachen aus. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich über eure Anmerkungen und Kommentare und ja. Und wenn ihr euch die Sache kaufen wollt, dann benutzt den Promocode Susanne2021 bei der Barbara. Dann bekommt ihr noch 10% auf die Papiere, wenn ihr sie euch auch kaufen wollt. Gell? In diesem Sinn, ich wünsche euch was, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.